Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hi, ich bin Roman, dein Physio, und heute zeige ich dir eine Mobilisation für deinen Meniskus. Ganz wichtig ist, bevor wir starten, frage dann zuerst deinen Therapeuten oder deinen Arzt, ob diese Mobilisation für dich in Ordnung ist, denn es kann natürlich auch zu Verletzungen führen und du solltest diese Mobilisation nicht anwenden, wenn du Kreuzbandprobleme hattest, also Risse, Verletzungen, vorderes und hinteres Kreuzband. Ich habe ja schon oft erwähnt in meinen Videos, dass der Meniskus sehr weich ist, ungefähr so wie ein Gummibärchen. Und diese Mobilisation, die wir heute machen, stammt aus der manuellen Therapie. Also Manualtherapeuten, Physiotherapeuten können das auch mit ihren Händen machen und das ist quasi eine Hausaufgabe, die wir den Patienten geben, damit sie zu Hause diese Mobilisation weiterführen können, denn die Therapiezeit reicht oft nicht aus. Das heißt, es braucht mehr Mobilisation, als in der Physiotherapie gemacht werden kann. Die Mobi kann dir dabei helfen, deine Beweglichkeit im Gelenk zu verbessern oder auch Schmerzen vorzubeugen oder die Regeneration des Gelenkes fördern. Wenn du den Meniskus leicht hin und her mobilisierst, ist es quasi wie eine Massage innerhalb des Gelenkes. Bevor wir jetzt starten, zeige ich dir das Ganze mal an unserem Skelett und die Region, über die wir heute sprechen, die liegt hier. Das ist deine Kniescheibe und das ist dein Tibia-Plateau, also dein Schienbein, und dieses Plateau, darauf liegen die Menisken. Und du siehst es auch hier, dort gibt es so Gelenkflächen und darauf liegen die. Und was wir heute machen ist, wir schieben diese nach vorn und zurück. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Handtuch und quasi eine Handtuchrolle. Und diese Handtuchrolle werden wir hier hinter platzieren und wir werden einen Hebel mit unserem Fuß auf das Gelenk geben, was dann ungefähr so aussieht. Ja. Und dadurch wird dieser Teil des Knochens nach vorn bewegt. Das bedeutet, dieser bewegt sich aktiv nach vorn und hebelt hier oder quasi mobilisiert deine Menisken. Auch werden wir das Ganze andersherum machen und werden den Knochen zu uns hinziehen, wodurch wir wieder andere Anteile der Menisken mobilisieren. Lass uns mit der Mobilisation starten. Also, du nimmst dein Handtuch und dein Knie. Du siehst, hier in diesem Bereich gibt es eine kleine Vertiefung. Da sind deine Menisken sowie dein Gelenkspalt. Dein Handtuch packst du jetzt hier hinten rein, dass du sozusagen diesen Hebel baust und dann gehst du an deinen Unterschenkel und beginnst quasi zu ziehen. Je weiter weg du von deinem Gelenk bist, desto größer wird der Hebel. Das bedeutet, wenn du hier ziehst, hast du nur einen kleinen Widerstand auf den Knochen. Wenn du hier ziehst, hast du einen großen Widerstand. Wenn du jetzt Schmerzen im Gelenk oder sowas hast, solltest du das Ganze nicht übertreiben. Möchtest du jetzt den Innenmeniskus betonen, dann drehst du deinen Fuß nach außen und dann beginnst du wieder zu ziehen. Möchtest du deinen Außenmeniskus betonen, drehst du deinen Fuß nach innen. Dadurch wird der äußere Anteil betont und du ziehst. Indem du mit deinen Muskeln unterstützt, verstärkst du die Technik noch ein bisschen. Das bedeutet, du hast deinen Oberschenkel, deinen Unterschenkel und du hebelst jetzt und hebelst du und spannst mit deinem Muskel, gibst du dem Meniskus nochmal so einen kleinen Schubs in die richtige Richtung quasi. Wie gesagt, nicht zu doll machen, nicht, dass du danach mehr Schmerzen hast oder dir noch etwas verletzt. Immer den Therapeuten fragen, ob du das so machen darfst. Kümmern wir uns um die andere Seite deines Unterschenkels. Hier ist es wichtig, dass, wenn wir jetzt mit dem Handtuch ziehen, es ungefähr 45 Grad zur Längsachse deines Unterschenkels gezogen wird. Du musst also je nach Beugegrad das Handtuch immer wieder mit ausrichten, weil unsere Gelenke sind ja alle anders beweglich. Auf jeden Fall bewegst du bis an dein schmerzfreies Ende heran, nimmst dein Handtuch und beginnst zu ziehen. Und auch hier wieder, du ziehst und verstärkst den Zug leicht. Zug, 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 Zug und lösen. Auch hier kannst du wieder mit den Muskeln deines Oberschenkels dazu spannen und den Zug verstärken. Ziehen, spannen, ziehen, spannen. Möchtest du jetzt die Außenseite deines Knies betonen, dann drehst du den Fuß nach außen und machst die gleiche Bewegung. Möchtest du die Innenseite deines Knies betonen, dann drehst du deinen Fuß nach innen und machst die gleiche Bewegung. Und am besten wäre, wenn du ziehst, den Zug hältst und ihn leicht verstärkst. Leicht verstärkst, leicht verstärkst, leicht verstärkst und ganz langsam aus der Bewegung rausgehst. So, das war unsere Mobilisation für dein Kniegelenk. Wie gesagt, frag bitte deinen Therapeuten, ob du diese Übung machen darfst. Wenn du nämlich eine Verletzung hast, dann ist es nicht immer so gut, diese Übung zu machen. Es kann auch zu mehr Schmerzen führen. Am besten machst du
3 Serien, 10 bis 15 Wiederholungen und vor allen Dingen wichtig, es muss schmerzfrei sein. Du darfst keine Schmerzen dabei haben. Ganz, ganz wichtig. Wenn du Fragen hast dazu, bitte in die Kommentare schreiben. Ich bin immer da und antworte. Auch die Community kann davon lernen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da für das Video, teile das Video und abonniere kostenlos unseren Kanal, um noch mehr über deinen Körper zu erfahren. Vielen Dank, dass du dabei warst. Mach's gut und bis bald. Ciao, ciao.